Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wollen wir uns nochmal das Deepin Cybercharge anschauen. Wir hatten schon das ein oder andere Video zu diesem neuen Projekt veröffentlicht und aktuell geht es schon in die Presale-Phase, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach nochmal ein Video dazu und möchte euch gerne mal in das Thema reinführen, Cybercharge. Also das ist die Seite cybercharge.org, schaut es euch dementsprechend an, ganz, ganz wichtig, bitte do your own research. Informiert euch bitte zusätzlich selbst. Ja, was ist Cybercharge? Das ist quasi ein erstes Web3 mobiles Ladegerät. Es ist, um es mal so auszudrücken, ein Handy-Ladegerät, ein Smartphone-Ladegerät, aber mit ein paar kleinen Features, Benefits sozusagen. Das heißt, ihr geht dann quasi mit dem Laden eures Smartphones direkt ins Mining. Ihr seht ja auch dementsprechend hier so ein paar Anzeigen sozusagen. Ihr habt es ja gesehen, NFTs, Solana seht ihr hier, IoTeX. Das wird auch alles nochmal eine wichtige Rolle in dem Projekt spielen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Genau, hier seht ihr nochmal das ultimative soziale Ladegerät sozusagen. So ist es halt eben dementsprechend technisch aufgebaut. Das heißt, ein ganz normaler Adapterstecker, der auch in der EU funktioniert. Ihr könnt halt eben variieren. Auch wenn ihr ins Ausland fahrt, Amerika, könnt ihr auch einen anderen Plug draufstecken. Das heißt, hier ist noch ein Smart Chip mit drin für optimiertes Laden. Also wie gesagt, damit können halt eben Android und iOS Mobiltelefone geladen werden bis 36 Watt. Seht ihr auch nochmal 36 Watt ultraschnelles Laden für iOS und Android. Ihr seht hier dementsprechend auch nochmal den Rest davon. Und hier also jeder Cybercharge enthält ein sogenanntes, also ein Co-Branding-Chip sozusagen. Und damit kann man unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Das ist so ein bisschen Social Game. Wir gucken uns auch gleich nochmal die App dazu an. Ja, und klingt auf jeden Fall für mich aktuell sehr, sehr interessant. Was es abwerfen wird, ist natürlich fraglich. Das wird sich letztendlich zeigen. Genau, einfach aufladen und allen verbinden. Ich hatte es eben schon gesagt, jedes Mal, wenn ihr eure Smartphone ladet, bekommt ihr Punkte sozusagen. Ihr könnt halt eben auch mit anderen interagieren in der App. Die App gucken wir uns natürlich auch gleich nochmal an. Wie gesagt, meines Erachtens nach eine wirklich sehr interessante Geschichte. Hier ist nochmal die Erklärung, ein kleiner Schritt für Cybercharge, ein riesiger Sprung für Web 3. Es ist ein Web 3-Projekt, es ist ein Deepin-Projekt. Ja, und ich habe das ja schon mal vorgestellt, das ganze Projekt. Von daher schauen wir uns gleich nochmal mehr Details an. Genau, hier seht ihr nochmal das erste Web3-Gerät für die neue Generation. Wie gesagt, ihr kriegt hier quasi jedes Ladegerät hat einen einzelnen Chip. Das heißt, man kann auch später noch andere Blockchains nachkaufen sozusagen. Aber gucken wir dann auch gleich nochmal. Mission, Vision findet ihr natürlich auf der Seite von Cybercharge. Ja, wir scrollen jetzt einfach mal ganz nach oben. Und zwar es gibt eine App, die ihr euch dazu runterladen könnt. Bis jetzt hat das Ganze ja mehr oder minder auch im Telegram stattgefunden. Das hatte ich euch ja das letzte Mal vorgestellt. Ich glaube, das war irgendwas in der Richtung mit Karten sammeln. Das Ganze ist jetzt ein bisschen mehr geworden sozusagen. Ihr seht hier, könnt ihr aktuell die Beta-Version Google Play bzw. Android runterladen. Für iOS ist es noch nicht verfügbar. Leider so, dass halt eben iOS ein bisschen länger dauert. Liegt halt eben auch immer daran, dass iOS ganz, ganz andere Kriterien hat, dass ihr dort eine App publishen könnt. Das heißt, ihr müsst noch ein bisschen geduldig sein, aber ihr habt die Möglichkeit über die Seite Cybercharge Slayer Download oder Backslash Download euch hier für Android oder Google Play die aktuelle bzw. Beta-Version von Cybercharge sozusagen runterzuladen. Und dann geht's los. Es ist relativ einfach erklärt und wie gesagt, wir werfen gleich mal einen Blick rein. Ja, dann gibt es natürlich auch den Presale, das hatte ich euch ja eben schon gesagt. Aktuell liegt der Presale-Preis bei 148 $. Was das Gerät angeht, seht ihr auch hier nochmal ein paar Features dazu. Hier ist es aktuell so, dass ihr euch dementsprechend in eine Whitelist eintragen müsst. Ihr müsst dazu ein paar Social Quests erfüllen. Das heißt, ihr würdet jetzt hier Join the Waitlist Activity da, würdet hier reingehen. Dann werdet ihr ins Telegram geworfen, müsst ein paar Tasks erfüllen, damit ihr dementsprechend die Möglichkeit habt, hier im Presale sozusagen zuzuschlagen. Es gibt halt eben viele Benefits, die dann euch zur Verfügung stehen. Ich zeige euch das nochmal an. Wir übersetzen das erstmal in Deutsch. Das heißt, höhere Einnahmen. Das heißt, ihr bekommt halt eben letztendlich auch mehr Rewards. Also es ist tatsächlicherweise so, dass ihr für jedes Mal fürs Handy laden Rewards bekommt. Das hatte ich ja auch schon mal erklärt. Und ihr seht ja auch Dividende aus Verkaufserlösung. Das heißt, 10% Dividende kriegt ihr dementsprechend auch aus dem Verkauf raus von 148 $. Es gibt Mining-Punkte etc. Das Ganze ist natürlich limitiert auf 2000 Stück. Ja, an dieser Stelle kurz ein Shoutout an
easynuff.xyz. Der gute Ruven hat aktuell auch welche im Pre-Sale sozusagen. Das heißt, hier kostet das Stück 152 Euro. Seht ihr, klar, bekommt noch Versand, gegebenenfalls Einfuhrumsatzsteuer mit dazu. Link dazu packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Der gute Ruven ist auch mit bei uns in der Telegram-Gruppe vertreten, wenn ihr da Fragen dazu haben solltet. Das heißt, ihr habt quasi die Möglichkeit, entweder hier, halt, wo ist der Link jetzt hin, genau, entweder hier bei Cybercharge direkt die Quest zu erfüllen, damit ihr einen Whitelist-Eintrag bekommt und oder hier bei easynuff.xyz zuzuschlagen. Ja, ist halt eben selbst überlassen. Wie gesagt, das ist keine Verkaufsveranstaltung, das ist, hier sieht man über diesen auch nochmal ein Bild quasi dazu, zu dem ganzen Teil. Und hier sieht man auch die App schon im Hintergrund. Wie gesagt, gucken wir uns gleich an. Das ist keine Verkaufsempfehlung, das ist keine Finanzberatung. Ich habe keine Ahnung, was bei rumkommt. Bis jetzt ist es faktisch nur ein stinknormales Handy-Ladegerät mit ein paar Zusatzfunktionen. Ich möchte es nochmal erwähnen, aber wie gesagt, ich bin da gut gestimmt, was das angeht. Ja, Cybercharge hat in den letzten Tagen so ein paar Informationen auf Medium veröffentlicht. Und ich mache es ja immer so, Rechtsklick übersetzen in Deutsch, ne? Dann wird uns das Deutsch angezeigt. Ist wahrscheinlich besser, damit es halt eben alle erstellen. Und hier steht auch nochmal drin, dass quasi der Vorverkauf gestartet hat. Das heißt, es werden jetzt 2100 2000 Einheiten verfügbar sein. Preis $148, Whitelist erforderlich, habe ich euch ja eben schon erklärt. Und zwar, ihr seht hier, warum Cybercharge. Cybercharge ist ein bahnbrechendes Charge-to-Earn-Modell. C2E, das heißt, ihr bekommt jedes Mal, wenn ihr euer Mobiltelefon, euer iPhone oder Android-Gerät damit ladet, eine Belohnung. Hier seht ihr auch nochmal, ihr Geldbeutel wächst mit jeder Kilowattstunde. Das ist keine Science Fiction, sondern Cybercharge, das hatte ich ja schon gesagt. Ihr bekommt Belohnung dafür, dass ihr auch euer Smartphone ladet, sozusagen mit diesem Ladegerät. Kann natürlich auch für andere Geräte verwendet werden, aber die App erkennt halt eben auch, ob ein Cybercharge-Ladegerät dran ist oder nicht. Ne, das sollte euch bewusst sein. Genau, Must-Have des Jahrzehnts, hier wird das alles nochmal erklärt, etc. etc. Und es gibt halt eben auch unterschiedliche Geschichten, wie man da drinnen zum Beispiel ein bisschen Kryptos machen kann. Zum Beispiel Doggy AI, sage ich jetzt mal, das heißt, relativ einfach ausgedrückt, ist so eine Art kleines Tamagotchi, was ihr damit füttern müsst und so weiter und so fort und so wächst das. Oder ähnlich wie bei Steppen, dass ihr quasi eure Sneakers pflegen müsst. So ungefähr funktioniert das Ganze. Nur halt eben, dass ihr keine Investitionen hier sozusagen habt, sondern dass ihr einfach nur durch das Aufladen von eurem Smartphone Coins bekommt, beziehungsweise Credits. Die Coins bzw. Credits werden bei mir halt eben als Diamanten angezeigt. Ihr könnt auch nur eine gewisse Anzahl an Diamanten jeden Tag bekommen. Also von daher wird es eine recht interessante Geschichte, meines Erachtens nach. Ja, wie gesagt, ich gibt es aktuell bei easynuff.xyz. Wir haben das auch bei uns als Thema in der Telegram-Gruppe. Hier findet ihr über diesen Aufrufen von easynuff.xyz. Kommt einfach rein, diskutiert mit. Es kostet euch am Ende nichts. Ja, an der nächsten Stelle möchte ich mit euch auch gern mal in die App reinschauen. Ich würde sagen, wir machen uns da mal einen dunklen Tab auf, da sieht man es besser. Und zwar so, also wenn ihr euch die App runtergeladen habt, ich hatte es eben schon gesagt, ist aktuell nur auf Android, beziehungsweise, ja, ist nur auf Android verfügbar. Das heißt, sieht letztendlich so aus. Ihr könnt euch dann halt eben mit dem Account eurer Wahl anmelden. Ich habe, glaube ich, eine Google-Anmeldung gemacht. Und ihr seht jetzt hier quasi, das Gerät für heute ist geladen. Ich soll morgen nochmal wiederkommen. Das heißt, man bekommt halt eben einmal pro Tag für das Laden halt eben Diamanten. Das seht ihr hier oben. Und ihr seht ihr die ganzen kleinen Spiele, die ihr hier dementsprechend machen könnt. Ihr seht hier quasi eure Rewards. Da ist noch nicht allzu viel da. Ne, das wird halt eben noch ein bisschen dauern. Und da ich ja keinen Cybercharge angeschlossen habe, ist es ja halt auch dementsprechend so, dass das erst richtig funktioniert, wenn ihr mit dem Cybercharge auch ladet. Ja, dann gibt es unterschiedliche Geschichten. Ihr habt zum einen eine Wallet, seht ihr hier. Das heißt, mit dieser App bekommt ihr automatisch eine Wallet. Die ganze funktioniert auf Ethereum bzw. BNB Smart Chain. Das heißt, das ist schon mit dabei, wo ihr auch alle gängigen Coins, die halt eben auf Ethereum bzw. auf der BNB Chain verfügbar sind, tauschen könnt. Ja, oder swappen geht natürlich auch. Exchange, Swap etc. Ich habe natürlich noch nichts drauf, ja, weil wie gesagt auch erst frisch installiert. Dann gibt es noch einen Shop, das hatte ich eben ja schon gesagt. Halt, stopp. Jetzt bin ich hier auf Traden gekommen, da wollte ich natürlich nicht hin. Ich wollte auf den Shop.
Muss ich mal ganz kurz gucken. Wie komme ich jetzt wieder zurück auf den Mall? Genau, hier, wie gesagt, gerade eben aus die App auch ausprobiert. Ihr seht jetzt hier quasi, dass der Shop. Hier habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel diese AI-Geschichte, was ich eben gesagt habe, wo ihr den kleinen Hund quasi pflegen müsst und so weiter, da dementsprechend kaufen könnt. Hier gibt es halt eben auch diese Limited Edition, was die Hunde angeht. Hatte ich eben schon erklärt. Es wird später möglich sein, unterschiedliche Module noch zu dem Charger dazu zu kaufen. Das heißt, der Charger selber kostet nur $99. Wenn ihr da so ein Limited Edition Modul dazu haben wollt, könnt ihr zusätzlich kaufen. Muss man natürlich nicht, weil für den Preis von den $148 ist randommäßig eins mit dabei. Das kann entweder ein AI-Dodge sein, das kann ein Modul aus einer Blockchain sein, etc. Das ist halt eben unterschiedlich, was da halt eben bekommt. Und seht hier, da ist einiges mit dabei, was man kaufen könnte, was man aber nicht kaufen muss. Genau, wie gesagt, dieser mittlere Button hatte ich auch schon erklärt. Das ist quasi eure Main-Page, wo ihr halt eben, wenn ihr euer Fahrzeug geladen habt, wollte ich gerade sagen, wenn ihr euer Smartphone geladen habt, seht ihr hier, ihr seht auch den Ladevorgang. Dadurch, dass ich schon geladen habe, bei mir passiert heute wahrscheinlich hier nichts mehr. Und jetzt hier auf der rechten Hand, also hier unten quasi, wenn wir mal auf Apps rüber swappen, seht ihr zum Beispiel die Apps, die da dementsprechend mitlaufen. Das heißt zum Beispiel Ultimate Escape, könnt ihr mal reingucken. Das bedeutet, die ganzen kleinen Tools funktionieren halt eben nur dadurch, ihr müsst halt eben was staken, zum Beispiel Diamanten. Seht ihr hier, wenn ich jetzt hier drauf klicke und jetzt kann ich hier zum Beispiel ein Coin staken. Seht ihr hier, geht nicht, weil ich habe zu wenig Balance drauf. Ihr seht hier, man kann nur, oh, jetzt wäre ich, oh, was ist hier los? Keine Ahnung. Wie gesagt, ihr müsst regelmäßig laden, um die Diamanten zu bekommen, um dementsprechend das Staking auch zu machen. Und genauso funktioniert das im Grundprinzip. Ach, jetzt wäre ich umgebracht. Mensch. Ja, also wie gesagt, ich habe nur mal ganz grob reingeschaut, was das Thema angeht. Ähnlich ist auch dieses AI Doggy Adventure aufgebaut. Das heißt, ihr braucht halt eben erstmal ein paar Diamanten, die ihr natürlich relativ schnell bekommt. Und habt halt eben auch die Möglichkeit, hier kleine Spielchen zu spielen, etc. Ja, bei Doggy Treasure zum Beispiel. Und es gibt noch einige andere Spiele. Hier ist zum Beispiel AI Doggy. Müssen wir gucken, ob das schon funktioniert. Das ist das, was ich euch auch schon vorgestellt habe. Das heißt, hier könnt ihr euch quasi auch einen kleinen künstlichen Hund züchten, in den ihr jeden Tag ladet. Den könnt ihr auch später verkaufen sozusagen. Da bekommt ihr auch noch Rewards raus. Und so weiter und so fort. Also es ist relativ, ja, was heißt umfangreich. Aber man muss halt eben ein bisschen testen, was das ganze System beziehungsweise was das ganze Projekt angeht. Ja, es ist, wie gesagt, für mich was Neues. Cybercharge hatte ich schon, wie gesagt, vor ein paar Monaten gehört, ein Video drüber gemacht. Für mich klingt das als eine sehr, sehr interessante Geschichte. Gut, dadurch, dass es so App-basierend ist, da bin ich wahrscheinlich persönlich wieder zu alt für den ganzen Scheiß. Ich sag's mal ganz einfach so. Aber ansonsten finde ich das Projekt halt eben eine relativ coole Geschichte. Und wie gesagt, durch das Laden von Smartphones habt ihr die Möglichkeit, Kryptowährung zusätzlich zu verdienen und oder eure eigenen künstlichen Hunde da drin zu züchten, diese verkaufen und halt eben da Rewards dafür zu bekommen. Aber macht euch bitte selber ein Bild. Bitte, ganz wichtig, do your own research. Informiert euch bitte selbst über mögliche Risiken. Das ist keine Finanzberatung, das ist keine Kaufempfehlung. Ansonsten soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis die Tage. Bis später. Ciao.